Einen wunderschönen guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Rhinoworks. Heute ein bisschen vlogmäßig unterwegs mit der GoPro. Ich habe nämlich ein kleines Problem. Und zwar geht es um unser Haus. Wir sind hier im April eingezogen. Es ist ein relativ altes Haus und genauso alt ist auch unser Gartenzaun, den ich euch gleich mal zeige. Da ist das gute Stück oder das, was davon übrig geblieben ist. Wie ihr seht, das bröselt hier alles total auseinander und heute soll es dem an den Kragen gehen. Ich habe auch bereits eine schöne Lieferung Holz bekommen. Wunderbare Lärche, druckimprägniert. Da müssen wir noch ein bisschen was dran machen und dann können wir uns einen schönen neuen Zaun dahin basteln. Nach dem Intro geht's los. Ja, in letzter Zeit mache ich echt erstaunlich wenig in der Werkstatt. Es gibt einfach so viel zu tun um unser neues Haus rum. Genau wie dieser Gartenzaun. Eine perfekte Gelegenheit, um ein bisschen draußen an der frischen Luft zu arbeiten. Das war hier ein richtig schöner Morgen. Bereits im Morgengrauen mit viel Gewalt losgelegt, diesen Zaun zu zerlegen. Glücklicherweise war der wirklich schon ziemlich morsch, dass da ein paar Hammerschläge und ein bisschen Muskelschmalz genügt haben, um das Ding klein zu kriegen. Und so hat es dann ausgesehen nach dieser ganzen Demolierungsaktion. Die Stücke habe ich dann gleich ins Auto verfrachtet und zur Entsorgung gebracht und eine Stange Geld dafür gezahlt. Die Schweiz, wie sie leibt und lebt. So, ein neuer Tag. Heute wollte ich mich eigentlich darum kümmern, dieses ganze Metallgeländer zu streichen. Allerdings hat es heute Morgen wieder geregnet und ihr seht, das Ding ist komplett nass. Heißt für uns, wir machen zuerst etwas anderes. Und zwar haben wir diese ganzen Latten hier in der Garage. Die werden wir jetzt mal in die Werkstatt verfrachten und das Ganze bohren. Dazu machen wir uns einfach einen Anschlag und jagen die Dinger durch. Los geht's. Ja, für das Bohren der Latten haben sich diese Tenut-Schienen, die ich mal in meinen Bohrtisch integriert habe, als sehr praktisch erwiesen. Damit konnte ich mir einfach eine Leiste hinten festspannen. Ich habe mir hier noch eine zweite Leiste hinzugenommen, einfach um zu gewährleisten, dass bei allen Löchern das Loch sowohl in der Länge als auch in der Breite immer am richtigen Platz zu liegen kommt. Und danach habe ich einfach mit dem 6er-Bohrer alle 300 Latten durchgejagt. Das hat wunderbar geklappt. Als nächstes habe ich versucht, diese Schrauben, die immer noch in diesem Metallrahmen drin waren, mit dieser Zange zu lösen. Ihr seht, es ist ein absolutes No-Go. Ich habe mir darum ein bisschen gröberes Geschütz geholt mit diesem Winkelschleifer und alle alten Schrauben entfernt. Nicht nur der Zaun musste weg, auch diese Thuja-Pflanzen. Ich hatte 2 Stück in der Nähe des Zauns. Die habe ich auch gleich weggemacht. Die waren irgendwie befallen. Man sieht es jetzt von außen nicht so gut, aber innen drin waren die wirklich schon sehr braun und abgestorben. Und hässlich fand ich die Dinger sowieso schon immer. Da kommt dann irgendwann was Neues hin. Als nächstes habe ich dann so ein bisschen den Flugrost und so die abgeplatzte Farbe mit dieser Bürste entfernt. Im gleichen Atemzug dann auch das ganze Moos vom Steinsockel unten dran. Und da kommt jetzt eine neue Metallschutzfarbe drauf, im gleichen Farbton, Schokobraun, wie es vorher war. Ihr seht, das ganze Projekt hat wirklich mehrere Tage gedauert, darum immer anderes Wetter, immer andere Kleidung. Insbesondere auch das Auftragen der Farbe hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Und dann konnte es endlich losgehen mit dem Montieren der Zaunlatten. Und gleich zu Beginn habe ich schon einen Fehler gemacht. Ich habe gleich etwa 10 Latten gleichzeitig befestigt mit der oberen Schraube. Das hatte dann zur Folge, dass ich immer um den Zaun rumgehen musste, um das Ganze von hinten zu verschrauben.
Ich habe darum angefangen, wirklich jede Latte einzeln zu montieren, damit ich da immer schön rumgreifen kann mit dem Bohrer respektive dem Schrauber. Hier habe ich ein gutes Beispiel für euch, um zu zeigen, warum das eine ziemlich gute Idee war, die Latten einzeln anzupassen. Schaut mal hier. Dieses Ding ist absolut gar nicht in der Mitte der Latte. Hätte ich jetzt alle diese Latten an der Tischbohrmaschine vorgebohrt, hätte ich wahrscheinlich ein ziemliches Problem bekommen beim Montieren. Dadurch, dass ich das alles einzeln mit der Wasserwaage gemacht habe, bekomme ich wirklich sehr gute Ergebnisse. Also, wir machen weiter. Es sind nur noch ein paar Latten übrig. Jeweils bei den Übergängen an diesem Metallrahmen musste ich die Latten in der Breite ein bisschen schmaler machen. Das habe ich einfach mit der Tischkreissäge gemacht. Dadurch war natürlich diese Imprägnierung nicht mehr auf der Latte. Da habe ich mir einfach ein bisschen Hybrid Wood Protector geschnappt von Rubia Monocoat, meinem Kooperationspartner. Und damit sollte diese Stellen, die ich da weggesägt habe, wieder optimal gegen Wetter geschützt sein. Und wie ihr seht, das hat dann wunderbar gepasst. Dann konnte ich mich noch um das Tor kümmern. Das war ein bisschen spezieller, weil da unterschiedlich lange Latten verwendet werden. Das soll so einen Bogen ergeben am Schluss. Hier länge ich das Ganze ab mit der Kappsäge. Und natürlich habe ich wieder Stellen, die ein bisschen Wetterschutz brauchen, auch wieder den Hybrid Wood Protector drauf gepatscht. So, auch hier kommen wir langsam zu einem Ende. Allerdings habe ich hier noch ein kleines Problem. Hier kommt ebenfalls eine Latte drüber, über diese Türfalle und dieses Türschloss. Damit das klappt, müssen wir 2 Löcher mit dem Forstnerbohrer machen und das machen wir in der Werkstatt. Los geht's! Und damit wäre mein neuer Gartenzaun fertig. Hier hatte ich noch ein kleines Problem, hier bei den äußeren beiden Latten des Tores. Da war das Metall doppelt so dick, das heißt die Schraube, die hat nicht ganz durchgereicht. Ich habe das jetzt so gelöst, ich habe bei mir in der Werkstatt noch ähnliche Schrauben gefunden, die hatten aber ein M8-Gewinde, darum sieht die Schraube jetzt auch ein bisschen anders aus. Ich habe da einfach das Metall ein bisschen größer gebohrt und damit hat das schlussendlich geklappt. Und ich würde sagen, das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Das war jetzt mal ein bisschen ein anderes Projekt von mir, mal nicht in der Werkstatt, sondern eher ein bisschen draußen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob euch solche Videos auch gefallen, dann werde ich das künftig machen. Bei diesem Haus gibt es nämlich noch einiges zu tun. Euch danke ich vielmals fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert sehr gerne meinen Kanal, würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.